Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Permanent Record von Edward Snowden ist eine Autobiografie, die einen tiefen Einblick in das Leben eines der berühmtesten Whistleblower der modernen Zeit bietet. In diesem Buch schildert Snowden seine Kindheit, seine Karriere und vor allem die Ereignisse, die ihn dazu brachten, geheime Dokumente der NSA offenzulegen und die Welt über die Überwachungstätigkeiten der amerikanischen Regierung zu informieren. Das Buch ist weit mehr als ein politisches Manifest. Es ist eine persönliche Geschichte voller innerer Konflikte, Prinzipien und Mut. Snowden nimmt uns mit in eine Welt voller Technologie und Geheimhaltung, beleuchtet aber auch die moralischen Fragen, die mit der Macht der Information einhergehen. Das Werk bietet sowohl eine technische als auch eine ethische Analyse und spricht Leser an, die sich für Datenschutz, Freiheit und staatliche Transparenz interessieren. Snowdens erstaunliche Offenheit bewirkt, dass die Geschichte nicht nur über sein Handeln berichtet, sondern auch die zerrissene Psyche eines Mannes offenbart, der sich schweren Entscheidungen gegenübersah. Die Lektüre dieses Buches eröffnet neue Perspektiven auf Privatsphäre, Verantwortung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Leben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Kindheit und familiärer Hintergrund. Edward Snowden beginnt sein Buch mit einer eindrücklichen Darstellung seiner Kindheit und seines familiären Hintergrunds. Diese Phase seines Lebens ist entscheidend, da sie viele der Werte und Einstellungen prägt, die später seine Entscheidungen beeinflussen. Snowden beschreibt eine Jugend, die von Technikbesessenheit, aber auch von einem starken Gerechtigkeitssinn geprägt ist. Früh begeistert er sich für Computer und das Internet, was ihm grundlegende technische Fähigkeiten vermittelt, die für seine spätere Karriere von großer Bedeutung sind. Seine Eltern arbeiten in verschiedenen Regierungsbehörden, was Snowden früh ein Bewusstsein für öffentliche Verantwortung, aber auch für die Machtstrukturen hinter den Kulissen vermittelt. Durch die familiäre Prägung entwickelt er einerseits Respekt gegenüber Institutionen, andererseits aber auch eine kritische Haltung gegenüber blinder Loyalität. Diese Ambivalenz bildet die Grundlage für seine spätere Rolle als Whistleblower, da sie ihm ermöglicht, ethische Prinzipien über Befehle und Loyalität zu stellen. Snowdens ehrliche Schilderungen machen deutlich, dass seine spätere Entscheidung, geheime Informationen preiszugeben, nicht impulsiv oder eigennützig war, sondern auf jahrelanger moralischer Entwicklung ruhte. Zweitens: Karriere bei der CIA und NSA. Ein zentrales Thema des Buches ist Snowdens beruflicher Werdegang bei der CIA und der NSA. Seine Karriere startet vielversprechend und schon früh bemerkt Snowden die Schattenseiten der Sicherheitsdienste. Durch seine außergewöhnlichen IT-Kenntnisse steigt er schnell auf, erhält Einblick in hochsensible Informationen und Projekte. Snowden gewährt detaillierte Einblicke in die Arbeitsweisen, Kontrollmechanismen und den digitalen Wandel innerhalb der Geheimdienste. Besonders kritisch ist sein Bericht über die zunehmende Automatisierung der Überwachung und das Streben nach totaler Informationskontrolle. Während die Arbeit anfangs noch von Stolz und Pflichtbewusstsein geprägt ist, wächst mit der Zeit das Unbehagen. Snowden ist konfrontiert mit Widersprüchen zwischen dem offiziellen Auftrag zum Schutz der Gesellschaft und der realen Praxis, in der Privatsphäre häufig massiv verletzt wird. Er beschreibt anschaulich die psychischen und moralischen Belastungen, die sein Job mit sich bringt, und klärt auf, in welchem Ausmaß Geheimdienste auf persönliche Daten von Millionen Bürgern zugreifen. Dadurch wird dem Leser das Ausmaß staatlicher Eingriffe im digitalen Zeitalter klar vor Augen geführt. Drittens: Aufdeckung der Überwachung. Die Entscheidung zum Whistleblowing. Der vielleicht bedeutendste Abschnitt im Buch beschreibt Snowdens Entscheidung, geheime NSA-Dokumente zu veröffentlichen. Dieser Prozess ist geprägt von inneren Konflikten, Zweifeln und Ängsten. Snowden zeigt, wie er immer mehr Einsicht in die globale Überwachungspraxis gewinnt und erkennt, wie weitreichend und undifferenziert der Zugriff auf persönliche Daten tatsächlich ist. Die Missachtung rechtlicher und ethischer Grenzen bringt ihn an einen moralischen Wendepunkt. Im Detail berichtet er, wie er die gesammelten Beweise sicherte, die Kontaktaufnahme zur Presse organisierte und schließlich die Veröffentlichung riskierte, obwohl ihm Haft, Lebensgefahr
und das Ende seines bisherigen Lebens drohten. Die Darstellungen sind authentisch und machen sichtbar, wie sehr Snowden das eigene Sicherheitsgefühl opferte, um die Öffentlichkeit zu informieren und demokratische Werte zu verteidigen. Sein Handeln basiert auf der Überzeugung, dass die Gesellschaft über staatliche Überwachungspraktiken informiert werden muss, um ihre Freiheit schützen zu können. Dieser komplexe Entscheidungsprozess wird von Snowden mit großer Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit geschildert. 4. Folgen der Enthüllungen und persönlicher Wandel. Die Enthüllungen hatten tiefgreifende Konsequenzen nicht nur für Snowden, sondern für die weltweite Gesellschaft und Politik. Das Buch beleuchtet die globalen Reaktionen nach der Veröffentlichung der Dokumente, darunter Gesetzesreformen, öffentliche Debatten und massive Veränderungen im Umgang mit Datenschutz. Snowden muss ins Exil. Seine Bewegungsfreiheit ist massiv eingeschränkt und er verliert seine Heimat sowie viele persönliche Kontakte. Diese Konsequenzen werden im Buch sehr offen thematisiert und zeigen, wie einschneidend der Preis für Transparenz sein kann. Gleichzeitig beschreibt Snowden einen persönlichen Reifeprozess. Die erzwungene Isolation, die Anpassung an ein Leben im Verborgenen und die ständige Angst vor Auslieferung an die USA prägen ihn nachhaltig. Trotz all dieser Herausforderungen bleibt er seiner Überzeugung treu und entwickelt eine neue Identität als Aktivist für digitale Grundrechte. Das Buch macht deutlich, wie mutig und reflektiert Snowden mit seinen neuen Lebensumständen umgeht und wie er neues Selbstvertrauen schöpft, indem er für seine Werte einsteht. Schließlich Bedeutung für die digitale Gesellschaft. Datenschutz und Verantwortung. Snowdens Autobiografie ist zugleich ein Appell an die Gesellschaft, sich aktiv für Datenschutz und digitale Bürgerrechte einzusetzen. Im Buch wird erschütternd deutlich, wie umfassend moderne Technologien zur Überwachung, Manipulation und Kontrolle von Individuen eingesetzt werden können. Snowden beleuchtet anschaulich, wie schwer es im Zeitalter von Big Data ist, Privatsphäre zu sichern und Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten. Er kritisiert nicht nur die Geheimdienste, sondern richtet sich auch an die Tech-Industrie, die Medien und nicht zuletzt an uns alle als Nutzer digitaler Dienste. Snowden fordert zu mehr Transparenz, Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement auf. Er erläutert, warum jeder Einzelne betroffen ist und wie wichtig es ist, informiert zu bleiben und für persönliche Rechte einzutreten. Der Autor sieht in Aufklärung, demokratischer Kontrolle und digitaler Selbstverteidigung den Schlüssel für eine freie Gesellschaft. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch und macht es zu einer Mahnung und Inspiration für den konstruktiven Umgang mit neuen Technologien. Zusammenfassend: Permanent Record ist ein Werk von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Wer sich für Politik, digitale Sicherheit, Technologie oder Ethik interessiert, sollte dieses Buch lesen. Es richtet sich sowohl an IT-Fachleute und Studierende, die technische Zusammenhänge verstehen wollen, als auch an alle, die das Verhältnis von Freiheit und Überwachung im 21. Jahrhundert hinterfragen. Snowdens persönliche Perspektive und seine Ehrlichkeit machen das Buch besonders zugänglich und bewegend. Statt nur Fakten und Skandale aufzuzählen, vermittelt er, wie schwerwiegend die Entscheidung war, als Whistleblower hervorzutreten und welche Opfer damit verbunden sind. Das Buch bietet einen einzigartigen Mix aus Lebensgeschichte, technischem Wissen und philosophischen Überlegungen zu Demokratie und Verantwortung. Wer Wert auf informierte Meinungsbildung legt und einen kritischen Umgang mit digitalen Technologien anstrebt, wird von diesem Buch nachhaltig profitieren. Es motiviert dazu, sich für die Freiheit der eigenen Daten einzusetzen und sich nicht mit einem Zustand allgegenwärtiger Überwachung abzufinden. Im Vergleich zu anderen Werken zum Thema bietet Permanent Record nicht nur Insiderwissen aus erster Hand, sondern auch eine einzigartige Kombination aus persönlichem Erlebnisbericht und analytischer Tiefe. Es ist ein zeitloses Dokument moralischer Integrität und ein Aufruf zum Handeln. Wer eine ebenso spannende wie richtungsweisende Lektüre sucht, sollte zu diesem Buch greifen. Wenn Sie unterstützen möchten: Edward Snowden, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.